What's the news in RRI, if any? Ich finde es ausgesprochen interessant, dass das Thema gesellschaftliche Verantwortung von Forschung und Innovation in Europa jetzt Karriere macht. Ich habe mit Interesse gehört, dass in Großbritannien, in anderen Ländern dieses Konzept sehr intensiv diskutiert wird und es in praktischen Ansätzen erprobt wird. Das ist tatsächlich etwas Neues. Wie neu es insgesamt ist, das wird man abwarten müssen. And what is the news? What are the good questions that RRI brings up, according to your opinion? Also die Fragen sind ja nicht wirklich neu, sondern seit mehr als 20 Jahren, seit der Rio-Konferenz, haben wir ja das Thema der Verantwortung für die jetzigen, für die kommenden Generationen. Das Thema, wie sieht es mit der gerechten Verteilung aller Lebenschancen aus und vieles andere, was mit gesellschaftlicher Verantwortung zusammenhängt. Wir haben in Deutschland beispielsweise seit vielen Jahren auch eine sehr besondere Forschung zu diesem Thema. Was neu ist, das ist mein Eindruck bei RRI, dass jetzt unter einem anderen Label die Frage von Verantwortung diskutiert wird und damit möglicherweise in den Staaten und in den Institutionen, die sich bislang mit den Nachhaltigkeitsdiskursen nicht befasst haben, die Aspekte von gesellschaftlicher Verantwortung, aber auch von Werteorientierung auf einmal eine Rolle spielen. And what would the barriers be to use RRI? What would be the barriers and challenges using it and get it really? Das hängt sehr davon ab, über welches Land und über welche Bedingungen wir sprechen. Also in Deutschland sehe ich die Barriere einfach darin, dass es schon eine sehr erprobte Praxis gibt, beispielsweise über die Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag, über viele andere Institutionen, die Technikfolgenabschätzung betreiben, sich mit der Frage der gesellschaftlichen Wirkung von technischen Entwicklungen auseinanderzusetzen und dazu auch die Zusammenarbeit mit Politik zu suchen, aber auch den Diskurs mit Bürgern. Das ist schon ein sehr erprobtes Verfahren in Deutschland und von daher stehen hier nicht gerade die Türen ganz weit offen, um diejenigen zu empfangen, die RRI als ein neues Konzept verkaufen wollen. Ich habe heute aber gelernt, dass beispielsweise in Großbritannien das durchaus neue Impulse geben kann für öffentliche Debatten über Technikentwicklung, die es möglicherweise in der Form nicht gegeben hat. Aber dazu kann ich im Detail nicht sagen. Ich fände es ganz spannend, wenn diejenigen, die jetzt zu RRI forschen, sich einmal alle Ansätze, alle Diskurse, die im Zusammenhang stehen mit gesellschaftlicher Verantwortung, einmal ansehen und systematisch daraufhin auswerten, was sind eigentlich die Kernelemente, die gemeinsamen Kernelemente, welche Erfahrungen hat man mit welchen Methoden gemacht und wie kann man daraus möglicherweise insgesamt ein Konzept, ein Modell entwickeln, damit gute Ideen und die Appelle an Verantwortung, die an Politik, an Gesellschaft, an Wirtschaft gerichtet werden, damit die eine größere Chance haben, gehört und realisiert zu werden.